Und ich habe jetzt noch das Vergnügen, kurz unsere Produkte ganz schnell vorzustellen, die wir hier auch in unserem Test-Setup zeigen werden oder zeigen schon den ganzen Tag und erkläre dann auch noch kurz, was wir genau aus Demo eigentlich aufgebaut haben, bevor es dann eigentlich zum letzten Teil kommt, nämlich eigentlich Demo und Apero. Ganz kurz, wir haben 2 Grandmaster gezeigt. Der DTS 4160 ist ein Grandmaster, der sich über GNSS synchronisieren kann, bietet redundante Power, hat verschiedene Netzwerkschnittstellen. Wir haben 3 PTP-fähige Ports drauf, 2 sind RJ45, einer ist SFP, also direkt optisch möglich. Der 4. Port ist nur Management und NTP. Dann haben wir weiter noch diverse Frequenz-Ein- und Ausgänge. Diese werden, wenn wir jetzt zurückgehen auf was wir vorher gesehen haben, in einer komplett modernen digitalen Substation eigentlich nicht mehr verwendet. Aber wir sind noch nicht dort. Aus diesem Grund gibt es immer noch diverse Legacy-Signale, die auch verwendet werden, IRIG-B oder PPS oder 10 MHz. Das bieten wir als Ausgang. Zur Front, es gibt ein Display, die wichtigsten Angaben, lokales Terminal, um auch die Erstkonfiguration zu machen, wenn die Netzwerkschnittstelle noch nicht entsprechend konfiguriert ist. Danach ist natürlich auch ein Remote-Zugriff möglich über SSH oder über unser Mobile NMS-Konfigurationstool. Weiter, wichtig, es gibt verschiedene Optionen oder Varianten von diesem Gerät. Es beginnt mit einem einfachen OCXO-Quarz bis dann hoch zu einem Rubidium stabilisierten oder Rubidium-Oszillator, um dann eigentlich die, wie schon erwähnt, die Holdover-Qualität entsprechend hochzuhalten. Dann das zweite Gerät, was wir noch angeschlossen haben, ist ein PTP-Slave. Den haben wir eigentlich entwickelt als Brückenbauer, deshalb auch Time Bridge, da wir, wie gesagt, überall oder vielen Orten noch bestehende Systeme haben, die auch dann zum Beispiel Time of Day ist eher telekomlastig oder dann IRIG-B Signale brauchen, bietet der dann eigentlich die Möglichkeit, sich über PTP zu synchronisieren und dann eigentlich dem lokal vor Ort, dem Gerät, das noch verwendet werden soll, das Legacy-Signal bereitzustellen. Genau. Und dann komme ich schon zum Aufbau. Wir haben, wie gesagt, unseren Grandmaster in redundanter Konfiguration. Das wird über einen optischen Link sind die verbunden. Die bestimmen auch selber, wer Master und Slave ist. Entsprechend ist der eine aktiv, der andere passiv, wenn sie im gleichen Netz verwendet werden. Sie werden über GNSS synchronisiert, beide. Und als Fallback, falls die Antenne bei einem ausfällt, wird dann eigentlich über den Link entsprechend die Zeit vom anderen übernommen. Und so stellen wir eigentlich sicher, dass die nicht auseinanderlaufen und sich gegenseitig dann ersetzen können. Dann haben wir die Time Bridge, welche über einen von den beiden Grandmastern jetzt synchronisiert wird. Zum zeigen, was wir sonst noch haben, ist noch ein Management-Netzwerk mit unserem Tool. Und dann auch eine digitale Uhr, welche sich über NTP synchronisiert, was eigentlich alle unsere Grandmaster und sonstigen Time-Server auch liefern können. Und wie bereits vorher angetönt, bieten wir dann das PTP-Signal und das PPS fürs Messequipment von Albedo. Da haben wir vorher schon was gehört dazu. Und dann kann ich sonst gleich dir übergeben für den restlichen Teil. Also wir kriegen vom Grandmaster vom MOBA PTP und jetzt kommt ein, vielleicht noch nicht, die nicht mit mir am gleichen Tisch gesessen haben, neuer Begriff vielleicht, der ist zwar schon mal gefallen, Time Sensitive Networking. Ist PTP plus mehr. PTP ist die Basis für das Ganze. Das ist ein, wie der Name sagt, zeitsensitives Netzwerk. Das heißt, PTP wird hier durchgereicht, schlussendlich an einen Slave. Der zeigt seine gemessenen Offset zum Master an und einfach ein bisschen visualisiert das Ganze.
Und wir sehen hier zwei Verbindungen. Also dieses TSN sagt auch, man kann Redundanz machen mittels HSR oder PRP oder dann noch einen weiteren Standard. Und es sagt, man benutzt diese PTP-Zeit auch noch für etwas mehr, nämlich zum Zeitschlitzverfahren zu machen, um wichtigen Traffic von unwichtigem Traffic abtrennen zu können. Also die Idee von Time-Sensitive Networking ist, man nimmt das Büronetzwerk und das Office-Netzwerk und es ist ein Netzwerk. Der sein YouTube-Video auch noch schaut oder sein File-Transfer macht, stört die Robotertechnik, die nebenbei über das gleiche Netzwerk läuft, nicht. Und das Gleiche kommt auch ins Auto. Dort ist halt die Assistenzsysteme plus das Kommando über ich würde gerne eine Bremse betätigen über das gleiche Netzwerk. Und das zeigen wir hier, Time-Sensitive Network mit HSR, PRP und PTP. Schlussendlich all diese Geräte, die wir sonst noch so hier haben, die hauen ihren Puls pro Sekunde synchron zu ihrer Zeit raus. Und da haben wir ein kleines, selber entwickelter PPS-Analyzer mit 4 Nanosekunden Auflösung, die einfach aufzeichnet, wie genau diese Puls pro Sekunde gegeneinander da sind. Also ich meine eben, wenn der sagt, ich habe mir das gemessen, heißt das noch lange nicht, dass es tatsächlich so ist. Beim Puls pro Sekunde gibt es nicht viel zu diskutieren, wenn die nicht übereinander liegen. Dann ja, ist dann halt so. Genau, ein bisschen Load Generator, das betrifft dann eher diese Time-Sensitive Networking-Geschichte, die ich noch dann ein bisschen anzeigen kann, aber schlussendlich, wenn wir uns auf PTP konzentrieren, kann ich dann hier ausstecken und es synchronisiert über den anderen Pfad und umgekehrt, und wenn ich beide ausstecken, synchronisiert es nicht mehr, das sehen wir dann auch. Genau, das wäre eigentlich so das ganze Setup.